Ich bin Diana, ich studiere an der ZHW Soziale Arbeit im 5. Semester. Ich schreibe meine Bachelorarbeit zum Thema umweltbezogene Emotionen und habe wie dort gemerkt, ich will gerne ein Projekt machen. Ich will nicht so eine klassische Literaturarbeit machen, sondern ich möchte wirklich auch etwas machen, wo man wirklich anwenden kann. Was mich sehr erstaunt hat, was sind so die grössten Besorgnisse der Leute. Es gibt eine Studie aus dem 2022, dann hat man gesehen, dass die grösste Besorgnis ist das Klima. Ich glaube, dass das halt sehr viele Emotionen auch bewirkt, also die Angst, aber es sind nicht nur Angst, es sind viele Gefühle, die kommen. Es ist Verzweiflung, es ist Ohnmacht, es ist Wut, es ist Trauer. Die Emotionen kann man auch Klimaangst nennen, das ist das Fachwort dafür. Es ist nicht nur das Klima, was damit gemeint ist, es geht auch zum Beispiel um Biodiversität. Mit Freunden haben wir die Möglichkeit, in Fischental einen Hof zu mieten und haben gedacht, das ist der perfekte Ort, um dort ein Projekt zu machen. Was wir versuchen, ist, hier einen Ort zu erschaffen, wo man sein mit seinen Emotionen und dass man sie dann auch teilen kann. Ich erlebe es einfach, dass wenn ich allein mit so Sorgen bin, gerade bezüglich Klima, das so ein grosses Thema ist, dass ich dann nicht weit komme und so in einer Einsamkeit verhocken bleibe. Und wegen dem hilft es mir mega fest, dass ich in die Gemeinschaft angehe und einfach so von meinen Emotionen erzähle, dass andere zuhören, aber auch, dass ich sehe, dass andere ähnliche Sorgen haben. Das bringt mich mega in so eine «Wow, okay, wir sind zusammen dran». Dort kommt der Community-Building-Aspekt rein für mich, wo ich auch so ein bisschen als Schwerpunkt habe in meinem Studium. Was ich mega spannend finde, was können wir bewirken, wenn wir zusammen sind. Weil ich glaube, das ist das, was uns Kraft gibt, wenn wir in der Gemeinschaft zusammen etwas machen können. Eigentlich ist es so Diversität zu fördern, kurz gesagt. Wir möchten wie so Diversität für den Menschen, aber auch für die Natur, Pflanzen und Tiere fördern. Ich habe jetzt einfach das System von Ernst Götsch, das syntropische Agroforst. Das finde ich eigentlich sehr spannend, weil es sehr viele Sachen zusammenbringt. Für mich so die höchste Diversität und Vielfalt und es ist auch explizit gewünscht. Je diverser, desto reichhaltiger eigentlich. Und jetzt gerade hier, ich sage dem Testfläche, da ist eigentlich so ein bisschen die Idee, dass man wie Sachen ausprobiert. Was mega wichtig ist, ist auch, dass man wieder von dieser Ohnmacht in ein Wirken kommen kann. Ich finde halt für das Gartenarbeit etwas mega Schönes, weil man kann wirklich einen kleinen Samen säen, den in die Erde tun und es entsteht etwas daraus. Es kämpft ja auch gegen die Hoffnungslosigkeit an, wenn man im Garten ist und wirklich was anpflanzt und was tut für Biodiversität. Ja, also wir haben uns mega gefreut, dass wir die Förderung bekommen haben von der ZHW, wo wir mit dem unser Projekt startfinanzieren können.